32 Angler. Yes! 16 K.O.-Tickets. Boom! 8 Battles. Ja! 6 Finalisten. Das gibt's doch nicht. 3 Zielfische und ein Pokal. Der YPC Bank 2024 wird präsentiert von der Anglerschmiede, dem Online-Weg zum Angelschein. Hearty Rice, feel the difference. Und Lure Drop, jeden Monat Weihnachten. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 22. und damit vorletzten Episode dieser YPC Bank Staffel. Heute geht es vor allem darum, wer sich vor dem alles entscheidenden zweiten Angeltag die beste Ausgangsposition verschaffen kann. Einer hat dafür schon ziemlich gut vorgelegt. Obwohl mit etwas Verspätung am Wasser konnte Luis Mendez bereits am Morgen sein Big Fish Versprechen wahrmachen und einen 1,14 Meter Hecht landen. Genau die richtige Größe in so einem Finale. Mit insgesamt 5 Wertungsfischen hat der Dortmunder schon ein kleines Polster an der Spitze. Auf Rang 2 folgt Anton Holzleitner mit 4 Barschen, von denen bisher aber nur einer der Wunschvorstellungen des Bayern entspricht. Sami Mohib dahinter wird bei seinen bisherigen 3 Barschen ebenfalls noch jeweils ein paar Zentimeter draufpacken müssen, während Flo Hassenflug und Ton van Ham zwar beide erst 2, dafür aber durchaus punktstarke Fische auf dem Bord haben. Ganz am Ende der Tabelle hält Veitwilde die rote Laterne momentan relativ fest umklammert. Bisher haben die Spots des Magdeburger noch überhaupt nicht funktioniert. Zwar wissen wir, dass das zum jetzigen Zeitpunkt nichts heißen muss, allerdings könnte sich ein erneutes Comeback diesmal schwieriger gestalten als noch in der Vorrunde. Ton, der mit seinem Fischwissen vermutlich aus dem Stand promovieren könnte, hat jedenfalls schon prognostiziert, dass die Beißwilligkeit im Laufe des Tages deutlich abnehmen werde. Wir hoffen natürlich, dass der Belgier falsch orakelt. Das ist doch einer von unseren Bagaluten. Oder wer fischt um die Uhrzeit mit einem Kameramann? Rote Cappy, rote Jacke. Das kann doch nur Sami Mohib sein. It's Flo, right? Yeah, it's Flo. Crazy fucker. How is this country so big and we always end up On the same places. It's crazy. I go directly for big fish. So I put it a bleak 15 centimeters, 5 grams. And I try to catch a good zander directly. So yeah, small spot. I know there's a few fish around. Either it's walking or we will move quite fast. But yeah, all in for big fish. Liebe Zuschauer, ihr seht hier zahlreiche Spots und ihr könnt mir glauben, die sind auch oftmals sehr gut, aber heute, bei mir jedenfalls, überhaupt gar nicht. Also es ist wirklich frustrierend. Ich kenne diesen Gewässerbereich hier wirklich sehr, sehr gut. Und an den letzten Spots hat es jetzt noch nicht mal Bisse gegeben. Mensch, was ist denn los? Woran liegt's? Und die anderen, ich habe in der Grube geschaut, die fangen ja überhaupt gar nicht schlecht. Ganz im Gegenteil. Also da sind richtig tolle Fische rausgekommen. Dickes Petri an alle, die schon erfolgreich waren. Und ich, ja, stoche hier irgendwie so im Niemandsland rum, habe ich das Gefühl. Es kommt einfach wirklich gar kein Biss. Wenn ich wenigstens mal einen Fehlbiss oder sowas gehabt hätte, würde ich ja noch sagen, na gut, aber es ist wie tot im Augenblick. Aber das Gute daran, es kann nur besser werden. So, weiter geht's. Die Steinpackung wird komplett abgeworfen. Deswegen alle 15, 20 Meter stelle ich mich wieder ans Ufer und fächer alles ab. Strecke machen. Fische suchen. Großes Gewässer, große Fische, aber man muss sie auch finden. Boah. Alter, jetzt aber. Es ist krass, Mann. Ich bekomme ein richtiges Spanking. Es ist heftig. Ey, der Wind. Komplett gestört.
Nein! Köder abgebissen. Fuck! Da war der nächste. Ey, die beißen heute so vorsichtig. Was ist los? Schade. Ja, ich erzähle euch mal kurz was, wie ich hier eigentlich fisch. Ich stehe ja wieder am Großgewässer. Und ja, wenn man an so ein Großgewässer geht, dann muss man sich irgendwie Stellen suchen, ja, die man halt vom Ufer erreichen kann. Und deswegen stehen wir hier jetzt auf so einer Buhne. Und ja, ich schleife jetzt im Endeffekt oder zupf den Grund wieder ab, so wie beim letzten Mal. Fische wieder Dropshot Seitenarm und ja, zupf hier im Endeffekt einen kleinen Wurm, kleines Fischchen, ganz langsam über den Grund. Ich habe jetzt auch schon 4 Abbisse, also 4 Köderstibitzer gehabt, das habe ich auch noch nie gehabt. Also die Fische sind halt richtig, ja, bei uns in Bayern sagt man geschleckt. Also keine Ahnung, picky auf Neideutsch. Naja, wir schauen jetzt mal, dass wir nur einen fangen. Und dann ist eigentlich der Plan, oder war der Plan, auch noch auf Hecht zu werfen hier. Bei dem Wind ist es schwierig, ich komme mit den Ködern wahrscheinlich nicht so weit raus, da wo ich hin will. Aber wir probieren es dann später mal, wenn wir jetzt noch 2 gute Barsche fangen. Genau. Geschafft. Kommt schon wieder ein Hecht. Ja, aber besserer. Ein bisschen besserer. Oder? Oh. Auch nicht wirklich. Egal. Oh, perfekt. In den Kescher reingesprungen. So, deswegen mache ich Strecke. Und immer wieder neues, frisches Wasser zu befischen. 73. Sehr schön. Ein 73er Hecht. Ist jetzt nicht mehr das, was mich wirklich voranbringt, aber egal. Der wird gemeldet. Let's go to a stretch. We'll try some perch fishing with cross. We can also catch zander in between there. We'll finish the whole stretch, and if we have a zander on the stretch, we'll go to another perch stretch. If we don't have a zander, then we'll go to another zander spot. Ah non, c'est bon, on change. Okay, let's move. Zander is not biting here. I saw Flo around there. I don't know where he was coming from, but he caught one zander. Maybe he caught it there. I will see it at the same time as you guys when I will see the episode. But yeah, my bridge is not giving any fish, so we go to a spot that I would say small, safe. Let's go. Oh, da war der nächste. Boah, die beißen halt so vorsichtig, das ist ja Wahnsinn. Keine Ahnung, ob es vielleicht am Köder liegt, dass die nicht so draufballern wie normal. Deswegen wechsle ich jetzt mehr auf den Krebs. Neuke Smoking Dead in Cinnamon Blue, das ist eigentlich meine Lieblingscraw. Und vielleicht nehmen sie den mit mehr Lust, keine Ahnung. Boah. Schauen wir mal. Jo, nein! Nein! Das ist unfassbar, Mann! Schon wieder abgerissen Neues. Sorry für die Wortwahl, Mann. Ich trau durch. Diese Storne da. Ey, das ist unfassbar, Mann. Erster Wurf mit einem Smoking Dead, sofort Einschlag. Und dann reißt er schon wieder in den Stein ab. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich hatte es im Training überhaupt nicht. Ja, neu binden und weitermachen. Das gibt's doch nicht, da war jetzt einer. Kurz vorm Steg. Tatsache, das war er. Eben einen Biss bekommen, zumindest mal. Das war ein Zander. Aber ich würde sagen, also von der Intensität her wirklich kein großer. Also kein Fisch, der hier im Finale was nutzen könnte. Mutmaßlich, ich habe ihn ja nicht mal gekriegt. Aber zumindest mal ein kleines Lebenszeichen.
Hier sind Fische. Vielleicht fange ich ja gleich einen. Das war jetzt der erste Wurf, wo der Fehlbiss kam. Kann ja nur ein gutes Zeichen sein. Es ist unfassbar! Was ist denn los, Mann? Schon wieder, ich weiß nicht, was ich machen soll. Das kann doch nicht sein. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ey, nicht nur für mich scheiße, sondern auch für die Fische. Das ist ja Katastrophe. Ja, ich überlege mir jetzt irgendwas, muss ich vielleicht anders machen, keine Ahnung. Ich habe extra eine 14er Schnur drauf, damit sowas nicht passieren kann. Aber es passiert, keine Ahnung. Oh. Je größer der Ärger, desto stärker scheint der Dialekt zu werden. Anton hadert mit scharfen Kanten, Flo stört was anderes. So, wir sind jetzt ein gutes Stück gefahren an den Polder. Der ist leider ein bisschen trübe, die schneiden aktuell überall Kraut. Ich hoffe trotzdem, dass wir den einen oder anderen Hecht überlisten können. Es kommt wieder mein Lieblingssetup drauf. Die schöne Stroft R6, die Kettensägenschnur. 35er Nieti davor, so ein Ricky DeRoche von Weston. Beast Boat Cast 240 und jetzt hoffe ich mal, dass wir einen Hecht fangen können. Let's go. So we arrived to the third spot. This spot is known for big perch. We are going to cast cross, so our creek craw, 8.5 centimeter, up on the stones to see if we can catch a big perch. There is a slightly small chance for zander also, but hey, we might get lucky. Fischen. Das ist ein dicker. Boah. Alter. Alter, das ist ein dicker Fisch. Boah. Boah. Junge. Das ist ein dicker Fisch. Der kommt raus. Der kommt raus. Boah. Alter, ist das ein dicker Fisch. Boah, ist das ein dicker. Nicht die Kante. Er ist ab. Er ist ab. Er ist ab. Oh. Jesus. Das war ein richtig großer Hecht, Freunde. Das war ein richtig großer Fisch. Boah. Also, den habe ich kaum vom Fleck bekommen. Kopfstöße. Das war kein 90er oder ein kleiner Meter. Das war ein richtig guter Fisch. Boah. Manchmal hat man Glück, manchmal hat man Pech. So ist das halt beim Angeln. Mal das Fluorocarbon checken. Ich war eigentlich kurz davor, hier abzuhauen. Das ist die Wahrheit. Ich wollte jetzt an eine Großbarstelle gehen. Boah, aber ich weiß nicht. Die Hechte sind gut drauf. Ich habe viele Hechte gefangen. Ich habe noch viel mehr Bisse gehabt. Und das war ein richtig dicker Fisch, Freunde. Boah, das war ein richtig guter. Scheiße. Weitermachen. Yep, strong fish. Oh, what a bite. What a bite. Oh. He's not done yet. Good fish. Yeah! What I wanted. 67. I let you the time to check. No, sorry. This has to get straight. 68. Let me show you this beautiful fish, guys, quite fast. And I release it. Can I? Yeah. Okay, thank you, man. Thank you. Go back, yeah. Whew, okay,
2 casts, 1 fish, let's continue. We have 2 days fishing, but I mean, it's not like for the qualifications where we mostly need a full cart to get further. Here, we have 2 days, but directly to try to go for the win, so we need big fish. That's why I'm fishing here with the Bleak Shad 15. Only 5 grams, because it's quite shallow, and some zanders are hiding there from the sun. Genau solche braucht's, um oben mitzufischen. Starker Fisch für Sami und kurz davor natürlich ein ganz, ganz bitterer Aussteiger für Luis. Schade. Flo hat derweil einen Verdacht bezüglich Samis Zander. Ich guck gerade auf mein Telefon. Sami Zander 68. Hat er den gleichen gefangen, wa? Den haben wir nämlich getroffen an der einen Stelle. Also haben wir noch einen vergessen. Schlecht gefischt. Ich wollte jetzt eigentlich schnell den Platz wechseln. Habe jetzt schnell die Barschruten neu montiert. Aber dann wurde mir mitgeteilt, dass meine Kontrahenten, unter anderem der Biggie, 1,14 Meter gefangen hat. Also erst mit Petri zu dem kranken Fisch. Aber das zeigt mir, dass die Hechte halt voll aktiv sind. Die lieben den Wind. Deswegen, ich mache jetzt so schnell 10 Minuten hier in der Bucht. Ein paar Würfe mit dem Jerk. Ja, und dann geht es rüber auf die andere Buhne, auf die erste und dann noch mehr auf Barsch. Aber vielleicht können wir jetzt hier einen Hecht abgreifen, den es hier in die Bucht reindrückt. Aber krass, auch die anderen Jungs, die haben richtig, richtig krank gefangen. Also geil für euch Zuschauer. Petri an die Jungs. Ich muss jetzt wirklich Gas geben. Keine Fische mehr verlieren. Last cast and then we move. 1 good zander is already enough in my plan. I want to save some time for better perch. That was not enough with the perch we had in the morning. I'm happy that we had the perch, but I need big ones. And I know there is big ones around, so yeah, let's try hard for the big ones. And yeah, we make a small stop on the way. I have a small topwater spot that I want to test. Yeah, and that's it. 68 zander is already nice on the cart. So guys, it's 12 o'clock. I'm very happy with the quick start we made, because after that it was very tough for me, and still is. I expected a little bit more on the craw, but I think fish are just very passive. What we're going to do is we're going to take a buzzbite steel sardine, which is a sun reflecting color. I'll show you. So right now we are going to search a little bit for active fish by using a buzzbite. It might be that I'm stuck a few times, but that's how it is. I know we can try to find some active fish better than sticking around while you have no action. So let's take a look if we can find a few fish, and otherwise we change the stretch. Ja, Leute, also bis jetzt, da braucht man gar nicht zu diskutieren. Ein absoluter Fehlstart in das YPC Bank Finale. Aber es sind immer noch 1,5 Tage und da kann ganz viel passieren. Ich habe jetzt das Gewässer gewechselt, also es ist ein völlig anderer Gewässertyp als der, wo ich bisher gefischt habe. Und es ist ganz, ganz trüb und ist flach. Und hier will ich Zander fangen. Ob das was wird, weiß ich nicht. Hier gibt es große Zander. Auch solche Größen, die theoretisch gesehen dazu gut wären, um so einen YPC-Pokal zu gewinnen. Aber darüber brauche ich im Moment gar nicht zu sprechen, denn ich habe noch keinen einzigen Fisch auf dem Konto. Das ist also schon sehr beschämend. Ich glaube aber, wenn ich hier jetzt relativ schnell einen bekomme, dann könnte das auch, und wenn es dann vielleicht ein ordentlicher Fisch ist, dann könnte das natürlich auch die komplette Wende bringen. Ich fische trotz des trüben Wassers mit einer auf den ersten Blick natürlichen Farbe, ein Speedshad 13 cm UV-Gobi, ist aber, wie der Name schon sagt, eine extrem UV-aktive Farbe und kurioserweise funktioniert die in trüben Gewässern teilweise sehr, sehr gut und sie muss jetzt hier funktionieren. Sie muss jetzt überhaupt, egal ob es ein Zander, ein Hecht oder ein Barsch ist, am liebsten wäre mir natürlich ein dicker Zander, also sie muss jetzt einfach irgendeinen Fisch hier bringen. Wir werden es sehen, Leute, wir werden es sehen. Drückt mir die Daumen,
Vielleicht können wir den Tag hier jetzt noch umbiegen. I'm right now fishing for pike, trying topwater and also classic shad fishing. It's just a small stop on my way to perch fishing because if you remember well on the last episode I had some perch, some action in the morning, but that was not big fish. So I'm not really happy with the perch I have right now, and I will try to improve it before the end of the day. It's really important in my strategy because there will be probably no perch fishing on my second fishing day. So yeah, full perch fishing this afternoon after this small topwater spot. Anspannung, Adrenalin am Limit. Ein Kampf gegen die Witterung, die Gegner und gegen sich selbst. Bangen, dass der Plan aufgeht, während die Uhr erbarmungslos tickt. Zwischen reinster Verzweiflung und erlösender Freude. Zusammengepackt in einer Sonderedition. Mit einem Preisvorteil von über 70 €, einem nur in diesem Drop erhältlichen YPC-Produkt und einem halbstündigen exklusiven Background-Interview mit Enrico Di Ventura und Luis Mendes, in dem sie ganz persönliche Einblicke ins Turnier gewähren und ihre Gefühlslage zu verschiedenen Situationen preisgeben. Natürlich auch ein perfektes Weihnachtsgeschenk für jeden YPC-Fan, aber nur solange der Vorrat reicht und nur auf hechtundbarsch.de. Was ist denn hier schon wieder los? Ho, ho, ho! Oh, nee, Senta, was machst du hier? Ich habe den Deal des Jahres für dich. Für alle artigen Anglerschmiede-Fans gibt es den Online-Kurs zum Angelschein zum Weihnachtsfest für nur 69 €. Nicht schlecht, Senta. Das ist ja ein Mega-Ding. Aber nur bis zum 31.12.24. Pünktlich zur besten Jahreszeit für dicke Barsche haben uns die neuen Flash Vibes erreicht. Mit dem Flash Vibe 67 SP und dem Flash Vibe 80 SP erweitern wir unser Hardbait-Programm um ein weiteres Highlight. Super Suspending, 100% bleifrei, ausgestattet mit einem effektiven Weitwurfsystem und super scharfen Musterdrilling. Erhältlich in 8 megafängigen Dekoren und ab sofort in deinen Tackle Stores. Irgendwas Lautes, Auffälliges, das ordentlich Lärm macht. Ja, hier. Das sieht doch saftig aus. Nehmen wir so ein. Ich weiß, dass hier viele Hechte im System sind, aber die fressen irgendwie nicht so richtig. Es ist leicht angetrübt, das Wasser. Ich glaube aber kaum, dass es daran liegt. Die sind irgendwie nicht so im Fressmodus, zumindest hier. Ist auch länger nichts mehr in der Gruppe gekommen jetzt. Ich habe jetzt so ein bisschen die Auswahl, entweder ich fische einen schnellen Jerkbait oder ich fische mal hier so ein Spinnerbait, weil ich mir hoffe, dass ich so einen Reaction Strike aus dem Fisch holen kann. Also dass der quasi raufhaut, weil der merkt natürlich die Vibration, das hämmert dem irgendwie auf die Seitenlinie. Und ja, mal schauen, ob es klappt. Ich mache jetzt noch ein paar Würfe hier vorne und dann machen wir auch einen Spotwechsel. Irgendwie haben die jetzt das Fressen eingestellt hier. Das geht jetzt nicht so auf, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte hier eigentlich mit 440 plus Barschen weg. Ich hatte sie auch dran, aber leider 3 abgerissen. Aber ich habe noch einen Spot hier, der ist richtig gut. Da können wir vielleicht sogar noch einen Zander auffangen. Naja, wir bleiben jetzt mal dran, geben noch nicht auf keinen Fall. Ist noch alles offen. Ich kann in 3 Würfen 340er fangen, also alles gut. Oh, fucking hell. Oh, ein ganz kleiner Hecht. Ah, der wäre sizable gewesen. Oh, Mist. Aber immerhin Aktivitätszeichen. Das ist natürlich eine gute Sache. Oh Mann, ey. Darf man einen Krebs rausheben? Ich hoffe, dafür kriege ich jetzt ja keinen Fisch. Ich hoffe, dafür kriege ich jetzt keine Strafminuten, sind das dann ja, glaube ich. Naja, zumindest mal ein Fang heute. Schmecken sollen die aber auch. Aber er
Wir betreiben ja Catch and Release hier in Holland und der ist noch, komm, gib meinen Stahlvorfach wieder her. Der scheint noch ganz fit zu sein. Darf wieder rein. Hier Flusskrebsrettung. Keine Eier drunter. Dann tun wir mal wieder ins Wasser rein, wa? Den kleinen. Ja. Weg ist er. Wo auch immer der herkam. Vielleicht hat ein Vogel den verloren auf dem Weg. Wenn ich noch Müll sehe, hebe ich es auch noch auf, um mein Karma hochzuschrauben. Mein Kameramann wird auch noch mit einem Donut versorgt. Da muss ja eigentlich alles dann klappen mit dem Hecht, ne? Okay, so guys, my plan was to catch a quick topwater pike. It didn't happen, so I directly change to a small perchat chrome. I think it's only a few small pikes around, but still, pike is pike. Now I'm here, so I will try to catch one, and then we move back on perch fishing until the end of the day. So yeah, no reaction on my stick bait. It's a bit sad because now I will not go topwater again today, maybe tomorrow if I'm lucky in some polders, but yeah, I don't think others will go for topwater point either. It's quite tough right now, so that was more like a lucky shot. Up, no reaction, we go for the perch and make a few casts. Without any fish, so I just spent 5 minutes. Either the pikes are there on the same spot as they were during my training, or if they move or anything, no time to lose, I go back on perch. My pike plan is for tomorrow. While training, I really started to fish with the big drunks, and I had not so many reaction. I don't know why, it looks like they're more on small fish right now. So the best lure for me while training was the Perchat 14 in the Chrome edition. So I think I will stick to this when I go pike fishing in this tournament. Wir brauchen die dicken Barsche heute, es hilft alles nichts. Also Abfahrt. Ja, Fisch! Nein! Nein! Oh, Mann! Oh, ey. Wie viel Pech kann ich haben? Mann, das war ein großer Hecht, der war über 80, vielleicht sogar an die 90. Ach, scheiße. Aber das ist Angeln. Lässt sich nicht ändern. Nicht gut gehakt, ich weiß es nicht. Na, was willst du? Ich habe leider nichts zu essen dabei. Ich würde dir gerne was geben. Naja. Wenn die Fische mal auch so zu mir kommen würden wie die Schwäne, wäre schön. Okay guys, so back on the first spot of this morning, and we will hammer it until we catch some perch. Now the wind is way stronger than this morning. It was already quite strong this morning. Now it's way stronger. So yeah, it will be tough to fish, but I know the fish is there, so let's stick to it and hope one big mama will be willing to bite. Apropos Big Mama. Der Experte dafür hat just die Buhne betreten, die Anton heute Vormittag ausgiebig beangelt hatte. Ob er da auch hingefahren wäre, wenn er das gewusst hätte? So Freunde, wir sind am nächsten Spot angekommen. Es ist extrem windig heute, aber ich bleibe meinem Motto treu, ich fische heute Großgewässer. Ich habe jetzt für den Rest des Tages den Barsch im Fokus. Ich muss jetzt leider echt ein gutes Stück fahren und habe ein bisschen Zeit verloren. Aber ich habe noch circa 2,5 Stunden und werde 2 Barschspots abwechselnd abangeln. Also das ist jetzt erstmal der Plan. Dadurch, dass es heute so extrem windig ist, fische ich mit dem C-Rig 21 Gramm Tungsten. Das kriege ich schön raus und habe trotzdem dann noch genug Kontakt,
Und am Zerik fische ich den Krabby Louie in 10 cm. Habe extra die Nummer größer gewählt, damit die Barsche den auch gut wahrnehmen. Und ja, ein bisschen mit Paste vollgeschmiert, dass er auch noch ein bisschen duftet. Das ist die Theorie. Einen dicken Barsch, das ist das, was ich heute will. Drückt mir die Daumen. Muss doch eigentlich ein Hecht drunter stehen. Ist doch gar nicht. Wäre die erste Stelle, wo ich mich hingestellt hätte, wenn ich ein Hecht wäre. Weil da bestimmt auch Beutefisch drunter ist. Ja, kein Fisch. Mann, jetzt ärgere ich mich, Juli. Hätte ich mal lieber den anderen Köder ran gemacht. Ah. Ich kann mich in dem Sinne noch nicht mal richtig ärgern, weil ich wirklich, also ich habe heute drei Bisse habe ich gehabt, aber das waren alles nur am Anfang, an dem ersten Spot 2, das waren Barsche. Und dann noch mal vorne da, an dem Steg, das war ein kleiner Zander, denke ich. Auf jeden Fall nichts Nennenswertes. Am neuen Spot angekommen, stehen 4 Angler auf meinem Platz. Oder auf den, wo ich halt fischen wollte. Das ist jetzt richtig schlecht. Und dann kommt noch dazu, dass hier an dem Spot jetzt, an dem ich eigentlich Zander fischen wollte, ist es jetzt glasklar. Heißt, wir werden da zu 99% keinen Zander fangen. Ich schmeiße jetzt zweimal und dann, ja, machen wir was anderes. Laufen wir irgendwie die Steinpackung hoch und hoffen, dass da was kommt. Aber da jetzt einen Zander fangen, das wäre ein Wunder. Das ist so ein Pumpwerk. Normalerweise sprudelt es da richtig raus und das Wasser hier ist richtig trüb. Und dann kann man hier immer mal wieder einen Zander fangen. Aber nicht heute. Gehen die jetzt alle hoch, oder? Das ist echt nicht zum Glauben. Naja. Es ist sowieso, wie es ist. Man kann es nicht ändern. So, im Training hatte ich hier auch noch einen 80er Rapfen. Vielleicht schaffen wir es ja, den zu topwatern. Das wären immerhin 10 Punkte. Das mache ich jetzt ganz kurz. Und da muss ich mir überlegen, was ich mache. Ob ich jetzt vorne in den Spitz gehe, wo die 4 Angler mehr oder weniger schon alles abgefischt haben. Oder ob ich Strecke mache. Mal schauen. Ja, aber wenn es dann stromt, dann sind die Rapfen auch nicht da. So, dann kratzen wir jetzt das aus, was gerade 4 Angler schon ausgeratzt haben. Na, keine Ahnung. Ist natürlich jetzt nicht so nice. Aber die fischen bestimmt nicht den Köder und die Methode, die ich gefischt habe. Deswegen macht das vielleicht gar nichts. Ja Leute, nachdem ich jetzt den nächsten Hänger hatte und immer noch keinen Biss hier, habe ich mich entschieden, was übrigens auch damit zusammenhängt, dass es mittlerweile, ihr seht es, auch bedeckter geworden ist als am Anfang, den Rückweg anzutreten. Allerdings, das ist das Gute, es sind noch über 2 Stunden Zeit, also rein theoretisch kann da noch ganz, ganz viel passieren. Aber ich kann mich erinnern, ersten Tag, Gruppenphase ganz am Anfang, da lief es ja auch grottenschlecht bei mir. Allerdings nicht so schlecht, wie es bis jetzt heute lief. Da hatte ich zumindest zu dem Zeitpunkt schon einen oder ich glaube danach sogar 2 Fische. Heute geht gar nichts und es sind ja dann immer so ein paar Leute, die schreiben dann hier, Veit hat wieder so sehr gemeckert und sowas. Also ich will da jetzt nichts Böses sagen, aber all denjenigen, die da so leichtfertig das Ganze dann auf den Lippen haben, denen kann ich nur raten, fischt auch mal hier den YPC mit und dann seid mal in so einer Situation jetzt, also mental meine ich das, das ist schon echt bitter. Also gerade wenn man es anders gewohnt ist, das sind noch dazu hier heute zu großen Teilen jedenfalls Gewässer, die ich extrem gut kenne und ganz ehrlich, ich gebe es zu, vielleicht war ich da einfach auch ein bisschen zu
zu mutig oder zu leichtsinnig vorher. Ich dachte, das wird heute ein Selbstläufer. Gebe ich ganz offen zu, dass dass es ein Selbstläufer wird. Und jetzt nichts. Also ich kann einfach nur weiter angeln und es ist echt wirklich ultra schwer, da jetzt noch optimistisch ranzugehen, obwohl man ja weiß, jeder Wurf kann den Fisch des Lebens bringen. Aber wenn man jetzt hier so unter Druck steht, und das ist tatsächlich der Fall, obwohl ich schon einige Wettkämpfe mitgefischt habe, also eigentlich könnte ich es locker sehen, aber trotzdem, wenn man so unter Druck steht, das ist schon übel auf jeden Fall, kann ich nicht anders ausdrücken. Es ist aber egal. Ich muss jetzt hier weitermachen, ganz konsequent, und vielleicht irgendwo kommt dann endlich mal der entscheidende Biss. Und wenn der dann mal hängen sollte auch, dann kann das schon wieder ganz, ganz anders laufen. Aber jetzt ist man eben total down. Wenn ich jetzt alleine fischen wäre, würde man auch sagen, scheißegal. Aber heute, nein, also dass es so läuft, das hätte ich nie und nimmer gedacht. Gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Aber noch habe ich alle Möglichkeiten, das Ruder rumzureißen. Aber da muss ich mich jetzt verdammt anstrengen. Die Zuversicht schwindet. In sein Schicksal ergeben will sich Veit aber auch nicht. Flo nimmt noch einmal einen neuen Anlauf. Ja, wir sind durch hier an dem Polder. Ich habe 2 Hechte verloren. Ja, never blame the fish, always blame yourself, hat mal jemand im YPC gesagt. Der Mann hat recht. War mein eigenes Verschulden. Ich fahre jetzt an den anderen Polder und ich probiere irgendwie noch einen einzigen Hecht zu fangen heute. Das ist jetzt das Tagesziel quasi. Mal schauen, drückt mir die Daumen. Fisch. Boah, das ist ja richtig fetter. Ja, Mann. Boah, ich pump den gerade so her. Aber es geht nicht anders. Was ist das? Ja, ist ein schöner Barsch. Jawohl, komm her! Ja, Mann! Boah, geil. Ja, ist wieder so End-30er. Boah, nice, okay. Und da, bei seinem stacheligen Kollegen, das ist safe, ja, knapper 80er Zander, der da liegt. Krass, okay, messen wir kurz. Ja, was der hat, wenn uns der was bringt. Ja, 35,5, ist drüber 36. Ja, ein paar Punkte sind es dann doch, immerhin. Krass. Ja, ein paar Würfe gemacht, also Fische sind am Spot, obwohl gerade 4 andere drüber gefischt haben. Schauen wir mal, vielleicht kommt jetzt noch ein dickerer. Geil, der kommt jetzt zurück. Wahrscheinlich keine Verbesserung, die am Ende Relevanz haben wird. Trotzdem immerhin mal wieder ein Erfolgserlebnis, das Anton für den Moment auf Platz 2 befördert. Tons Prognose bezüglich des Beißverhaltens hat sich übrigens komplett bestätigt. Umso ärgerlicher, wenn dann noch sowas passiert. Was machst du da? Willst du den Spot kaputt machen? Ja, film das mal. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich stehe hier in meiner Watthose ganz alleine hier auf dieser scheiß Steinpackung. Und er fährt einfach mit seinem scheiß Nitro genau auf die Muschelbank. Was für ein unglaublich. Dickes Boot, er weiß nicht, wie man einen Spot anfährt. Danke für gar nichts, Jo. Nein, er hängt. Fuck. Ich habe einen Biss gehabt, Fisch ist dran und hängt jetzt in den Stein. Boah, ich habe halt echt Pech. Boah, es ist sowas, habe ich echt noch nie erlebt. So viel Pech heute. Boah, hartes Brot heute, wirklich. So, das war der erste Spot, ich hau jetzt ab. Ein blödes Boot hat sich genau auf den Spot draufgestellt, irgendwelche Kapriolen drauf gedreht, sich im Kreis da gedreht, alles abgescannt mit seiner Live-Technik. Und ja, ich hatte einen Biss aber vorher gehabt.
ist schwer, ist sehr windig. Ich war mir nicht ganz sicher, ob es ein Biss war oder ob es ein Stein war und habe dann so halbherzig angehauen und gemerkt, dass da Widerstand ist und dass da ein Barsch dran war. Habe ich natürlich nicht bekommen, war sofort ab. Ja, jetzt fahren wir zum nächsten Barschspot und später komme ich vielleicht noch mal wieder, wenn sich das Wasser ein bisschen beruhigt hat. Vor allem, weil das Boot da jetzt einfach ein paar Runden gedreht hat auf der Muschelbank. Da glaube ich jetzt nicht, dass die Chance sehr hoch ist, dass er jetzt einen Barsch beißt. So last spot was too windy, way too windy, and then also too murky. So yeah. Und der Krebs fliegt. Alter, was ist los? So guys, last spot was way too windy, way too murky. So I decided to move on another spot. You can see here it's way more calm. Water is also clearer. And yeah, I think we'll stick to it because I need one big perch today. That's really my goal. I'll stick to the spot and it will deliver or not, but I will try here until the end. And yeah, hammer the spot. I know there's some fish around, some nice perch, also a few zenders if I'm lucky. So yeah, let's fish it and try to have a good fish. Freunde, ihr erinnert euch. Plan Armageddon geht los. Einen dicken Barsch, Freunde, einen dicken. Jo. Das ist ein kleiner. Naja, so klein ist er gar nicht. So, naja, doch. Der bringt wahrscheinlich nichts. Ist auch wieder der Smoking Dead, Dark Red. Habe meinen Kumpel von Lurinatic zukommen lassen. Danke nochmal. Aber der kleine Kollege, der bringt uns nichts. Nee, der hat ja 31 oder 30,5, das bringt nichts. Aber immerhin Fisch. Wir releasen den schnell und machen gleich weiter. Neue Stelle, neues Glück. Einen dicken Barsch, Freunde. Einen dicken. Dann bin ich so glücklich mit dem heutigen Tag. Was mache ich jetzt? Das ist die große Frage. Ich muss mal kurz überlegen. Der erfolgreichste Hechtköder von LMAB trifft auf die erfolgreichsten Hechtdekore von Monkey los. Die neuen Drunk Dancer Dekore ab sofort im Handel. Du interessierst dich für die gefischten Produkte aus dem YouTube Predator Cup und möchtest sie im Angelladen in die Hand nehmen? Dann mach dich auf zu deinem YPC Megastore. Unweit der holländischen Grenze, direkt an der A31, ist das Bettingsmühle, ein Angelladen, den es schon seit über 40 Jahren gibt. Auf 500 Quadratmetern Verkaufsfläche stehen dir freundliche und kompetente Verkäufer mit Rat und Tat zur Seite. Ganz egal, ob du auf Hecht, Barsch, Zander, Wels, Forelle oder Karpfen angeln willst. Raubfischangler finden hier eine riesige Auswahl von Topmarken. Shimano, Westin, Zeck, Nace, Rapala, Ganki, LMAB, Abu Garcia und viele weitere YPC-Marken sind hier mit etlichen Produkten vorrätig. Doch auch für Allround- und Gelegenheitsangler ist gesorgt, egal ob Anfänger oder Profi. Komm vorbei bei Bettingsmühle. Marek und sein Team freuen sich auf dich. Eine Übersicht über alle YPC Megastores findest du auf lmab.de/megastores.
Die Federleichte wird endlich schwer. Wir bei LMAB erweitern eine der beliebtesten Routenserien Europas um 5 weitere Casting-Modelle. 10 bis 30 Gramm und 15 bis 50 Gramm die Allround-Wunder. 20 bis 80 Gramm und 30 bis 100 Gramm für alle Medium-Ködergrößen und als Spaßrouten am Polder. Und zu guter Letzt eine 40 bis 150 Gramm Version zum Angeln auf die richtig großen. Jedes der Wurfgewichte ist perfekt abgestimmt auf die jeweiligen Routenlängen, natürlich im gewohnt modernen Design und nur echt mit der Mücke drauf. Die neuen Lamustique-Modelle ab sofort in deinen Tackle-Stores, denn federleicht muss nicht teuer sein. So, this must be one of my toughest days so far on the river. We really get no bites on stretches where I know normally there is some good fishing. So what I'm going to do is something rather strange. We will walk back to the car and we will fish again the spot we did this morning. But now the current is in the right direction and that's my last shot for a zander today. So let's go. Krass, es kommt nichts mehr. Jungs, was ist da los? Habt ihr schon alle Pause gemacht oder was? Na, anscheinend bei jedem irgendwie eine Beißflaute seit Mittag. Ganz komisch. Vormittag ging es ja wirklich Schlag auf Schlag bei jedem. Naja, vielleicht machen wir hier eine One-Man-Show noch. Das wäre doch geil. Liebe Zuschauer, das wird mein letzter Spot für den heutigen Tag, für diesen bis dato absolut grottenschlechten Tag. Ihr erkennt es wieder, hier war ich heute schon mal und hier ist viel Bewegung im Wasser durch den starken Schiffsverkehr. Dementsprechend ist es ein bisschen eingetrübt und Bewegung sorgt natürlich auch immer dafür, dass ein bisschen Strömung reinkommt, das Wasser aufgewühlt ist. Zander mögen das. Grundsätzlich sind hier auch alle anderen Fischarten zu erwarten. Als ich heute Vormittag hier war, da ist es ein bisschen sonniger gewesen. Ich hoffe einfach so sehr von ganzem Herzen, dass jetzt wenigstens irgendein kleinerer Zander hier nochmal kommt. Ich mache den Fortuna Chat dran. Diesmal hier in Bloody Belly auch ein sehr gutes Dekor, gerade jetzt bei diesen Lichtverhältnissen und bei der Wassertrübung, die wir hier haben. Und jetzt nochmal alles geben. Vielleicht ist gerade ein Trupp Zander da und einer erbarmt sich ja mal. Eigentlich hätte ich es mir jetzt doch ein bisschen verdient. So guys, I just changed my mind again. That shows you how tough it is. I'll go to a ferry because it makes a little bit more turbulence in the water. The water hasn't been this clear in weeks, and to be honest, I think my chances of zander at the moment are far under zero. So I'd like to give it a shot at a ferry. I spare out the walking time that I should do to the other spot, and we just cast for, it will be around half an hour at the ferry for perch. So let's go. So, wir haben jetzt einen kleinen risky Move gemacht. Wir haben noch einmal den Polder gewechselt. Bin an einem neuen Polder. Habe ich selbst noch nie befischt tatsächlich. Weiß aber, dass hier große Hechte drin sind. Das Wasser sieht super aus. Es ist ziemlich klar. Und ich hoffe, dass wir hier jetzt noch einen Hecht fangen können. Das wäre natürlich super. Drückt mir mal ganz fest die Daumen. Oh fuck, ein Hammerbiss, Mann, und er hängt nicht. Warum? Das gibt's doch gar nicht, ey. Oh, ey, das war jetzt ein richtig schöner Einschlag. Aber ey, vielleicht sind jetzt Fische da. Aber es ist auch wieder schon so eine Erinnerung. Denn als ich heute Vormittag hier war, da hatte ich auch beim ersten Wurf einen Biss. Der war allerdings nicht so hart wie dieser jetzt hier. Aber Mann, warum hat der jetzt nicht einfach mal gehangen, Leute? Och Mensch.
No. Yeah, no fish on my spot until now. I think it's done for today, guys. I will try until the end, but I think it's done. No bite, nothing. I don't think the fish is on the spot, so you never know. Maybe one pike is around, so I will continue trying until the end. But I don't feel like I'm gonna catch my big perch today. Toni, hat Petrus heute früher Feierabend, fragt er. Bei mir ja, bei den anderen vielleicht auch. Still no fish? Still no fish sent in? A dead sander. I like fish, but not if it's for 3 weeks in the shore. Not getting a bite doesn't mean that there is no fish, because it can be that we haven't seen any fish in all these casts and no one is catching any fish so far. So when they are really off, then they are really off. And in the end, the fish decide. Gleich ist der Spot hier auch durch. Gerade geht einer ins Wasser rein, um hier eine Runde zu schwimmen. Was ich nicht schon alles so erlebt habe im Finale. YPC. Jesus. Na gut. Was sagt man unter Schwimmern? Gut schwimmen. Schwimmheil. Alles klar, ich bin durch. Ab zurück zum ersten Spot, also zum ersten Barschspot. Da hatte ich wenigstens einen Barschbiss gehabt und da bin ich ein bisschen zuversichtlicher. Junge, der zieht durch jetzt. Alter Falter. Nie im Leben. Ah ja, die holländischen Lokführer, immer für einen Scherz zu haben. Alle Versuche und Spotwechsel bleiben vergebens und wir sind schon in der Schlussphase dieser ereignisarmen zweiten Tageshälfte. Herrscht bis zuletzt Flaute oder kann zumindest einer der Angler hier wieder erwarten noch ein paar Punkte aufs Board bringen? Ja, Fisch! Ja! Yes! Ja! Oh, war das anstrengend. Wir haben ihn, ich habe den Hecht, alle 3 Fischarten. Yes! Ich glaube, ich habe richtig eine gewischt bekommen, gerade beim Drübersteigen, aber ist egal. Den verarzten wir jetzt. Und das ist auch ein schöner Fisch, ey. Mega. Und entspannter Hecht. So, vorne ist er dran. Oh, der ist gut. Hätte ich gar nicht gedacht, der ist viel größer als ich dachte. Warte mal. Jetzt ist er dran. Okay. Oh, warte, er rutscht ein klein bisschen. Noch mal ran. So. Wo sind wir? Sind auf genau 87, ne? Ja. Oh, ein 87er Hecht, ich kann es nicht glauben. Mega. Haben wir gekämpft. Oh, ist das ein hübsches Tier. Mein Gott. Und der will auch schon los. Oh, ein perfekter Hecht. Und da geht er. Jawohl. Oh, yes. Puh. Pike at last. 4 Hechte verloren und den ersten gelandet heute. Also wirklich vom Pech verfolgt, aber jetzt ein 87er ist natürlich mega. Ganz starke Fische. Ich bin happy. Weiter geht's. Vielleicht kriegen wir noch einen. Also doch noch. Flo belohnt sich für seinen ungebrochenen Optimismus und liegt zwar nur auf Platz 4, hat dafür als einziger alle 3 Zielfische und das auch noch jeweils in Top-Turniergröße. Sehr vielversprechende Ausgangslage, mit der Hamburger absolut zufrieden sein kann. Ton hingegen hatte sich nach dem starken Start sicher mehr erhofft.
Big perch. Ooh, that's a big one. Oh, yes! Oh, fishing gods still exist. Oh. At a ferry, come on, at the most pressured spot on the whole world, we catch a big perch, and it's a big one. This is unbelievable. The Creek Raw 8.5 centimeter does it again. On the toughest day of my life, we catch a perch at the ferry. Come on, that's so ridiculous. Hold on, it's touching. 44 then? A 44 centimeter perch. So cool. Let's release it quickly. How much time do we have left? 18 minutes. Let's try to catch another one. Toni typed in the group, hat Petrus heute früher Feierabend? So he means that the fishing god stopped with it. Well, I can tell you, I'm so happy he didn't. Da sieht die Welt doch gleich wieder ganz anders aus. Mit 3 guten Barschen kann auch der Favorit den zweiten Tag nun deutlich entspannter auf sich zukommen lassen. Obwohl natürlich nicht davon auszugehen ist, dass der Rest das Angeln für die letzte Viertelstunde einfach einstellt. Oder wie lautet der Plan? Das weiß ich selber noch nicht so genau. Ich probiere momentan alles Mögliche durch. Also ich habe jetzt verschiedenste Köder von Wurm, Krebs, absolut realistisches Fischimitat auf Barsch probiert. Jetzt probiere ich gerade mal richtig weit draußen, vielleicht einen Zander oder einen Hecht zum Jiggen. Ich habe Chatterbait probiert, alles Mögliche. Aber ja, es ist ja offensichtlich, dass es eine brutale Beißflaute momentan ist bei allen. Deswegen glaube ich, können wir hier nicht mehr viel ausrichten. Aber ja, ich probiere das jetzt einfach mal durch, weil vorher war noch ein Bootsangler da, der hat da draußen gescoped, also Fische sind anscheinend da. Von dem her, ja, probieren. Vielleicht kommt da noch einer, aber ja, vielleicht fängt auch mein holländischer Kollege hier neben mir noch was. Ja, man weiß es nicht. Und dann liefert der vielleicht noch eine Show für euch. Da habe ich echt noch mal richtig Hoffnung gehabt, als hier dieser schöne Biss beim ersten Wurf kam. Auch wenn er nicht gehangen hat, aber der fühlte sich gut an. Und jetzt wieder gar nichts mehr. Oh, that was a bite. Jo. Alter, ich hab ihn verloren. Ich hab ihn verloren schon wieder, Mann. Was ist denn los halt? Das war richtig guter Barsch schon wieder. Alter, das kann doch nicht sein. Da höre ich das Schlucksignal vom Wecker. Das war's. Erster Tag YPC-Finale. Gott sei Dank, Leute, es ist endlich vorbei. I am very glad that I decided to go to the ferry. Because that last fish is for me an important one, I think. Es war ein wirklicher Tag mit Ups and Downs mal wieder. Typisch Angeln, deswegen lieben wir das alle. Ja, so wie heute. Oh, ich hoffe, morgen haben wir ein bisschen mehr Glück. Es ist YPC-Finale und ich habe von vornherein gesagt, das muss ein ganz besonderer, 2 besondere Tage werden. Das war heute schon mal ein besonderer Tag, mein erster Schneidertag in einem Turnier. Aber jetzt zum Schluss im Ernst, also das ist... What a terrible day, guys. I was expecting much better, especially on the perch. I had such a good result while training. I was expecting 40 plus, at least 4 perch or 40 plus. But it is what it is.
Der Nachmittag war sehr zäh, sehr wenige Fische wurden gemeldet. Das beruhigt mich irgendwo, dass ich vielleicht nicht falsch geangelt habe. Leider habe ich jetzt den großen Barsch liegen lassen. Das war eigentlich sehr, sehr wichtig für mich. Ich werde am zweiten Tag mich aber auf sehr große Zander fokussieren und eventuell auch noch versuchen, ein Hecht abzugraden. Ich muss irgendwie gucken, dass mit den anderen Fischarten, falls ich keinen Barsch mehr bekomme, den kleinen 32er Barsch irgendwie wieder gut zu machen. Having 3 fish on the scorecard, okay, all perch. We know what to do tomorrow. Start for zander and then try and get a pike in the polder. Morgen der Plan, 2 große Hechte, ein schöner Zander. Ich hoffe, das klappt. Ey, scheiße, ist halt so gelaufen. Tut mir leid, vor allen Dingen hier für meine Marke, für Seika Pro. Ich hätte gerne gezeigt, dass man hier mit unserem Tackle und unserem Ködern auch echt geile Fische fangen kann. Auch tut es mir total leid für alle, die mich unterstützt haben und an mich geglaubt haben. Heute habe ich hier grandios versagt. Das war super, super schlecht. Aber das gehört auch mal dazu. Beim nächsten Mal kann es nur besser werden. Wir geben auf keinen Fall auf. Morgen wird noch mal richtig angepackt. Nothing is played yet for anyone. We're not out of the race yet, guys. Ich bin noch nicht aus dem Rennen. Tomorrow will be very, very crucial. And I need to make a good plan tonight when I come back. And yeah, that's it. Bin gespannt, was morgen kommt. Wenn wir wieder 3 solche schöne Fische fangen, haben wir, glaube ich, noch gute Chancen auf den Pot. Schauen wir mal. Ich finde, ich stehe ganz gut da und werde heute Abend mir einen Masterplan machen, damit der Plan Armageddon wieder aufgeht. Also, bis zur nächsten Episode. Danke fürs Zuschauen, haut's rein. Wir sehen uns im zweiten Tag des Finales YPC Bank 2024. Ciao, ciao. Stay tuned, guys, and see you in the next episode. Please put in the comments Team Westin and we will go for it again. Dickes Petri Heil und ihr seht mich noch mindestens 2 Mal, dann vielleicht auch mit Fisch. Ich gebe alles. Das stimmt nicht ganz, denn die Entscheidung zeigen wir euch nicht in 2, sondern in einer einzigen XXL-Folge. Veit wird einen absoluten Sahnetag brauchen, um noch ins Titelrennen eingreifen zu können. Die besten Chancen haben wohl Luis dank seines Monsterhechts und Flo, der sich bei bereits 3 starken Wertungsfischen keine Gedanken darüber machen muss, mit welcher Zielfischart er die Karte voll macht. Anton hätte mit weniger Pech deutlich besser dastehen können. Immerhin, der eine 43er Barsch sollte aber Hoffnung geben. Bei Sami rettet der große Zander den Tag und Ton hat dank der starken Schlussminuten ebenfalls noch alle Chancen auf seinen zweiten Titel. Insgesamt eine sehr offene Ausgangslage. Den finalen Showdown zeigen wir euch am kommenden Mittwoch, also am ersten Weihnachtstag ab 18 Uhr und wünschen euch vorab ein schönes Fest mit euren Liebsten. Viel Petri. Falls ihr es vor Heiligabend nochmal ans Wasser schafft und solltet ihr ein absolutes Last-Minute-Geschenk brauchen, unsere Giftcards gibt's per Mail zum Ausdrucken und sowas können Angler wirklich immer gebrauchen. Ciao.